Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal gern mein persönliches Fazit zu der Hypixel Skyblock Dungeons Alpha zeigen, was mir dabei besonders gut gefallen hat und was man meiner Meinung nach vielleicht noch etwas besser machen könnte. Aber erst einmal angefangen mit den positiven Dingen. Was mir wirklich sehr gut gefallen hat an erster Stelle ist die Schwierigkeit in den Dungeons, denn selbst mit einem recht guten Equip, was man dort auf den Server hatte und ein Team, welches sich sogar abgesprochen hat, waren die Bosse dennoch eine Herausforderung. Auch die verlorenen Abenteurer, welche einen ab und zu im Dungeon begegnen, sind vom Verhalten wirklich sehr gut gemacht, wodurch der Kampf gegen sie auch eine kleine Herausforderung im Dungeon selber darstellt. Auch wenn ich sagen muss, dass der Lost Adventure in Superior Rüstung fast schon etwas zu tanky meiner Meinung nach ist, wenn man denkt, dass man zu 5 fast 10 Minuten auf ihn draufhauen muss. Auch auf die ganzen neuen Items, welche man sich dann grinden kann, wenn das Dungeon Update kommt, freue ich mich. Wobei es hier wieder Items gibt, welche unsere Stats verbessern, wie beispielsweise die Trainingshanteln, welche uns Stärke geben, umso länger wir sie im Inventar halten, also fast so wie die Bottle of Jerry, nur dass die Hanteln nicht verschwinden. Oder auch das Diffuse Kit, welches uns mehr Intelligenz gibt, umso mehr Fallen wir entschärfen. Auch wenn ich es etwas schade finde, dass man maximal nur 10 Fallen entschärfen braucht, von mir aus hätte man das auch viel höher machen können und dafür bekommt man dann halt pro entschärfte Falle nicht eine Intelligenz dazu. Auch die neuen Verzauberungsbücher, die es gibt, sind interessant, da es nicht nur Verbesserungen von bereits bestehenden Verzauberungen gibt, wie beispielsweise Smite 7, sondern es gibt auch neue Verzauberungsbücher, wie beispielsweise eine Verzauberung, welche unsere Regeneration erhöht, und vielleicht gibt es später in den Dungeons sogar noch andere Verzauberungen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Zu den neuen Items sind natürlich auch die ganzen neuen Rüstungssets, welche man sich grinden kann und dann mit Essenzen verbessern kann. Und wie es in der Alpha aussah, gibt es wohl dann für jede Dungeon-Klasse eine extra Dungeon-Rüstung, die man sich grinden kann. Die neue Drachenrüstung, die man sich grinden kann, wenn man den verlorenen Abenteurer oft genug besiegt, fand ich persönlich jetzt nicht so gut, da sie einen nur tanky macht, aber ich denke mal, dass in Dungeons die Rüstung auch ganz nützlich werden könnte. Ich finde es auch gut, dass Hypixel versucht, dass in den Dungeons wirklich immer jede der 5 Klassen gespielt wird, da man dann ja einen Bonus bekommt, wenn keine Klasse doppelt ist. Aber zumindest in der Alpha war es fast besser, wenn man in den Dungeon Run mehr auf Schaden gegangen ist und dann beispielsweise auf einen Healer oder einen Archer verzichtet hat, da der Archer momentan auch nicht so stark ist, und dann beispielsweise mehr Tanks mitgenommen hat, damit der Berserker und der Mage trotzdem den Bonusschaden machen, da sie die Klasse alleine spielen. Was ich jetzt weder sonderlich gut oder schlecht fand, war, dass man, um die beste Dungeon-Belohnung am Ende einzusammeln, wenn man den Boss besiegt hat, Coins bezahlen musste. Denn so gibt es eine weitere gute Money Sink, aber je nachdem wie später die Belohnungen in den Kisten sein werden, hoffe ich doch mal nicht, dass Leute mit zu viel Coins sich durch die Dungeons durchkaufen können, ohne wirklich die Dungeons zu grinden. Was mich aber wirklich in der Alpha gestört hat, war das Loot-System im Dungeon selber. Da Telekinesis nicht funktioniert, bekommt eigentlich der Berserker oder der Tank zu 90% immer den Loot, da sie ja direkt neben dem Mob stehen, wenn er stirbt. Und so wie es aussah, bekommt man am Ende des Dungeons auch immer nur ein Rüstungsteil aus den Lootkisten, wenn man Glück hat. Aber um sein Dungeon Gear zu upgraden, braucht man ja viel mehr Rüstungsteile, um daraus Essenzen zu gewinnen. Deswegen hoffe ich mal, wenn das Dungeon Update dann kommt, dass das Loot-System noch ein bisschen überarbeitet wurde, dass wirklich jeder gleichmäßig viele Rüstungsteile bekommt, je nachdem wie viel Schaden er halt im Dungeon macht. Und falls ihr die Dungeon Alpha von Hypixel Skyblock schon mal gespielt habt, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was euch besonders gut gefallen hat oder was euch nicht so gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.